Einen wunderschönen guten Morgen aus Sakai Higashi im Süden Osakas. Mein Mann musste mal wieder auf Geschäftsreise und ich habe es auf gut Deutsch einfach nicht mehr in der Wohnung ausgehalten mit den Terrornachbarn. Deswegen kam ich mit der Kleinen einfach mit. Wir haben uns relativ nah an der Station ein Apartment-Hotel gebucht. Das werde ich nachher noch genauer zeigen. Erstmal erzähle ich etwas über Sakai generell. In der Einkaufsstraße fallen einem als erstes die schönen Gullideckel von Mucca auf. Das liegt daran, weil hier in der Nähe ein großes Mucca-Museum ist. Leider war es zu dem Zeitpunkt meines Besuches geschlossen. Das hätte ich echt gerne gesehen. Wir waren nur für ein paar Tage in Osaka. Und da immer noch State of Emergency in den großen Städten Japans war, hielt ich mich lieber hier draußen in der ruhigen Gegend auf. Natürlich hätte mich die Super Mario World im USJ total interessiert. Oder auch hätte ich gerne endlich mal so eine fette Plüschrobbe im Kaiyukan geholt. Aber die Umstände. Daher habe ich mir für die paar Tage ein paar Spots rausgepickt, die ich besuchen wollte. Am ersten Tag wollte ich mir den nicht weit entfernten Aguchi-Jinja ansehen. An dem Tag war es wirklich sehr heiß. Da war so ein nahegelegener Schrein natürlich sehr willkommen. Vor allem nach einer sehr langen Autofahrt am Tag davor. In diesem Schrein werden die Gottheiten Shiotsuchinoji, Susanoo und Ikutama angebetet. Und ich konnte endlich wieder einen neuen Goshin ergattern. Yes! Zeit, die Gegend noch weiter zu erkunden. Laut Karte gibt es hier eine Menge Tempel und wow, die gab es tatsächlich. Ich konnte mich gar nicht dran satt sehen. Aber an dieser Stelle mal eine kleine Info. Für den Fall der Fälle, wenn ihr das nächste Mal Fotos in einem Tempel machen solltet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe vor bestimmten Orten großen Respekt und vermeide Fotos und Filmaufnahmen. Deshalb hier als Beispiel eine Kennzeichnung vor dem Tempel, damit ihr die Kanji seht. Bei diesem Tempel gab es beispielsweise eine große Kanon-Statue mit vielen bunten Plüschtieren und Spielzeugen. In anderen Fällen kann es auch zum Beispiel eine Jizo Bosatsu-Statue sein. Eine fürwahr bunte und fröhliche anmutende Stelle, allerdings mit einem sehr traurigen Hintergrund. Hier werden für Misogo und Onigo gebetet. Misogo sind Fehlgeburten, Totgeburten oder Kinder, die abgetrieben wurden. Onigo sind Kinder, die mit Zähnen geboren werden oder die ihren Eltern nicht ähneln. In einigen Fällen spricht man, glaube ich, sogar auch davon, dass Kinder mit Behinderung dazu zählen. Natürlich wird euch keiner in einem Tempel anschimpfen, wenn ihr dort ein Foto macht, aber vielleicht ist es nicht schlecht, das einfach im Hinterkopf zu behalten und zu wissen, wovon man genau ein Foto macht, wenn man sich dort befindet. So, Zeit zum Hotel zurückzukehren. Auf dem Heimweg gab es natürlich noch richtig klischeemäßig Takoyaki. Yes! Und noch ein paar schöne Tempel, weil ich einfach nicht aufhören konnte, dort herumzuspazieren. Am nächsten Tag bin ich mit der Bahn ein paar Stationen zum nächsten Spot gefahren und habe mich verfahren. Das ist mir auch ewig nicht mehr passiert. Aber ich hatte eine schöne Aussicht und kam dennoch schnell und sicher am Zielort an. Für den nächsten Tag hatte ich mir nämlich folgende Orte ausgesucht. Den Dyson Park, welcher wirklich schön war, und direkt daneben das Kingdom Hearts, ich meine natürlich eines der Mosokofen. Die Grabstätte des ehemaligen Herrschers Nintoku.
welches sogar die größte Grabstätte dieser Art auf der Welt sein soll. Wenn man sich das auf der Karte anschaut, ist die Größe wirklich beachtlich. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, so wie ich mich auch anfangs, warum diese gigantischen Gräber die Form eines Schlüssellochs haben. Tatsächlich galt diese Form früher als mächtig und autoritär. Und der letzte Tag und somit Spot steht an. Hier nochmal Dankeschön an Kevin aus Osaka vom Channel Nihongo, der mir diesen Ort empfohlen hat. Und zwar geht es zum Sumiyoshi Taisha. Auf diesem riesigen Schreingelände kann man Gottheiten anbeten, die Reisende, Seefahrer, Fischer und Händler beschützen sollen. Die Bauart der Schreine weicht optisch ab von denen, die ihr vielleicht sonst auf Fotos oder in Videos gesehen habt. Diese ist nämlich die bekannteste, älteste Bauweise von Schreinen. Und diese habe ich, glaube ich, zuletzt in Nagoya im Atsuta-Jingu gesehen. In Tokio gibt es auch einige Schreine dieser Art. Haltet mal die Augen danach offen. Wie jede schöne Reise geht auch diese hier zu Ende. Und auch wenn wir nur etwas außerhalb waren, war es dennoch total schön und entspannt. Und nun am Ende nochmal eine Empfehlung, und zwar bezüglich des Apartment Hotels. The Base. Ich kann es so sehr empfehlen. Es hat pro Nacht ungefähr um die Ichiman gekostet und war gerade mal ein paar Minuten von der Station entfernt. Drumherum gab es Einkaufsstraßen, viele Restaurants und Läden. Absolut perfekt. Und vor allem für Familien mit Kleinkind. Auf dem Zimmer selbst hatte man sogar seine eigene Küche und Waschmaschine. Man war also total unabhängig. Unten an der Rezeption konnte man sich Töpfe und andere Haushaltsutensilien ausleihen. Und man konnte sich in dem Zimmer aussuchen, ob man auf einem Bett schlafen wollte oder auf einem Futon. By the way, ich bin eigentlich eher total die Futon-Person, aber
Diese Matratze, diese Bettmatratze. Ich glaube, ich habe so lange nicht mehr so gut geschlafen. So, naja, also dann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht schaut ihr selbst ja mal irgendwann in der Gegend vorbei. Lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Da geht's dann um den großen Umzug. Wuhu! Also, bis dann!